Hi zusammen, mein Name ist Fabian Reiling. Fiona. Roman Trentinalia. Malte Trinens. Daniela Hubscheid und bin jetzt beim Fraunhofer IEM und mache dort eine Industriepromotion. Ich arbeite in der Abteilung sichere IoT-Systeme. Scientific Automation. Digital Transformation. Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IEM. Meine Promotion in 3 Worten: Safety, Inspirierend, Innovation Herausfordernd, dynamisch, Muster für Industrie 4.0. und Ausdauer. aber auch zeitfressend. Dazu bewogen, am IEM zu promovieren, hat mich auf jeden Fall der Themenmatch zusammen mit Roman Dumitrescu. Die Industrienähe. Ich wurde einfach gecatcht durch die Thematik. das technische Umfeld, die Forschungsprojekte, die wir hier am Fraunhofer IEM machen. Und genau hier kommt einfach das Fraunhofer ins Spiel, weil hier bringen wir die Sachen von einem Forschungsstand hoch in den Anwendungsstand. Und deswegen das Fraunhofer. Mein typischer Arbeitsalltag ist oft ein Koordinieren von Forschungs- und Industrieprojekten, kann aber auch das Vorbereiten und Planen von Außerhausterminen sein. Wir fahren oft auf Schulungen beim Kunden vor Ort. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch viel am Computer sitzen, um halt wirklich auch diese Simulationsmodelle für eine Optimierung aufzubauen. Aber es bleibt auch viel Handwerkliches. Zum Beispiel muss ich dann immer mal wieder runter, hier einen Demonstrator zusammenbauen, hier einen Roboter programmieren. Das ist sehr divers. Wie wir uns am Institut gegenseitig bei der Promotion unterstützen? Naja, wir haben mittlerweile kleine Dissertationsrunden gegründet, in der wir als Promovierende, als Doktoranden dann einfach gegenseitig mal ein Blitzlicht aus dem aktuellen Forschungsstand geben. Das inhaltliche Challenging, dass Ideen und Konzepte bewertet werden, dass ich Feedback dazu bekomme. Wir sinnieren über gemeinsame Paper-Ideen, schreiben zusammen an Papern. Dann bin ich im regelmäßigen Austausch mit meinem Professor und auch den Postdocs bei uns am Institut. Und gleichzeitig, aus meiner Sicht, sind es auch Forschungsprojekte. Wir können hier unsere Promotionsthemen in die Forschungsprojekte reinbringen und somit gemeinsam mit Partnern an unserer Promotion arbeiten. Einmal natürlich über das Projekt selber, dann aber auch über zahlreiche Doktorandenrunden. Und natürlich durch das super Netzwerk. Also gerade durch den Zugang zu vielen Experten habe ich da auch einen großen Vorteil. Inwiefern ich die Promotion als Sprungbrett für meine Ziele sehe. Ich sehe sie gar nicht als Sprungbrett für meine Ziele. Es ist etwas, das ich vor allem für mich mache. Für mich persönlich entsteht ein gigantischer Mehrwert. Dass ich dadurch natürlich die bestmögliche Ausbildung für mich selbst ermöglicht bekomme. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch die Promotion im Fraunhofer IEM ich mir ein gewisses Skillset aneigne, welches für meinen weiteren beruflichen Werdegang wichtig ist. Das ist Grundvoraussetzung, um eine Professur zu erreichen und deswegen natürlich für mich ein sehr wichtiges Sprungbrett für meine persönlichen Karriereziele. Ja, die wichtigsten 3 Tipps aus meiner Sicht sind zum einen, sich im Vorhinein einmal schon mal Gedanken machen, möchte ich das überhaupt und welchen Sinn und Zweck hat zum Beispiel eine Promotion für mich persönlich. Zum einen Leidensfähigkeit. Aber natürlich auch den Austausch mit anderen Promovierenden gut zu nutzen, weil man dort immer gut Synergien heben kann. Einfach mal aus deiner eigenen Welt heraustreten, den Austausch mit Kollegen suchen, Input, andere Blickwinkel bekommen, um somit sein Thema weiterzuentwickeln. Fangt früh an, eure Ideen zu challengen, zum Beispiel durch Veröffentlichungen auf hoch anerkannten internationalen Konferenzen. Genau, also in schwierigen Zeiten ist, glaube ich, die beste Motivation, wirklich in die Kommunikation und den Austausch mit den anderen zu gehen. Ich baue einen Messedemonstrator. Nee, das ist ja das Schöne am Fraunhofer mit der Motivation.
Hier hat man die Chance, eigentlich rauszukommen. Dass man halt auch immer wieder mit Personen zusammen ist, denen es halt ähnlich geht, wo man sich halt wieder gegenseitig motivieren kann. Meine Familie und Freunde, aber auch der Anspruch an mich selbst. Oft mit kleinen Schritten, also kleineren Inkrementen hinsichtlich meiner Arbeit und natürlich mit viel Kaffee. Die Vereinbarkeit von Promotion, Freizeit und Familie ist bei mir noch mal schwerer geworden, als mein Sohn vor 6 Monaten auf die Welt gekommen ist. Da würde ich sagen, ich bin da nicht so rigoros. Ich setze meine Promotion nicht an erste Stelle, sondern ich setze vor allem meine Freunde, meine Familie an meine erste Stelle. Das ist natürlich immer ein großer Punkt in der persönlichen Freizeitgestaltung und sicherlich muss man auch ein bisschen die Freizeit einbüßen für die Promotion. Arbeit und Privates gut voneinander zu trennen, sodass man eben einen gesunden Abschluss nach der Arbeitszeit hat. Wenn man sich einen guten Zeitplan aufgestellt hat. Also erstmal überhaupt diesen Zeitplan aufzustellen und sich dann aber auch wirklich dran zu halten. Wenn man das gut strukturiert, dann bin ich der festen Überzeugung, dass auch Promotion mit Familie gut vereinbar ist.